Hallöchen ihr Lieben und willkommen! Für diesen hübschen Tischläufer werde ich mit einer 4er Nadel und einem vierfädigen unifarbenen Bobbel in Hellpetrol häkeln. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke, Verbrauch und Größe des Deckchens findet ihr unterm Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's! Wir beginnen mit einer Luftmaschenkette und 32 Maschen plus eine mehr. Nach 32 Maschen plus eine mehr, also 33, setze ich meinen Daumen auf die zuletzt gehäkelte Masche und häkel nochmal zusätzlich 3 Luftmaschen für ein Stäbchen, mache einen Umschlag und in die 7. Abnadel einstechen mit einem Umschlag, ein Stäbchen häkeln, Umschlag, gleiche Einstichstelle, ein Stäbchen, eine Luftmasche, Umschlag, gleiche Einstichstelle, ein Stäbchen und Umschlag, nochmal gleiche Einstichstelle, ein Stäbchen. So haben wir eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen gehäkelt. Umschlag. Nun lassen wir 2 Maschen für diese Gruppe frei und nochmal 2 Maschen und stechen in die 5. ein und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Eine Luftmasche, 2 Maschen freilassen und ab der 3. häkeln wir nun 6 Stäbchen hintereinander. Danach eine Luftmasche, Umschlag, eine Masche freilassen und ab der nächsten Masche 6 Stäbchen hintereinander. Nach den 6 Stäbchen eine Luftmasche, Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die 3. ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Danach eine Luftmasche, 4 Maschen freilassen und in die 5. einstechen und dort eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe angekommen, in die letzte Masche ein Stäbchen. Das war Reihe 1. Kommen wir nun zur Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen, wenden, machen einen Umschlag und gehen nun in die Gruppe, in die Mitte, um die Kette herum und häkeln dort auch wieder eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen. Danach eine Luftmasche, rüber in das V, um die Kette des Vs einstechen und ein V häkeln. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche
und einem Stäbchen. Danach eine Luftmasche und nun kommen wir zu den 6 Stäbchen. Aus 6 Stäbchen werden nun 4. Das heißt, wir behäkeln nun das erste bis 4. Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen und die letzten beiden bleiben frei. Drei Luftmaschen und um die Kette, wo das Loch ist, einstechen und eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, Umschlag, 2 Stäbchen freilassen und ab dem dritten alle restlichen 4 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Eine Luftmasche, einen Umschlag und nun in das V einstechen, um die Kette herum und ein V häkeln. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Eine Luftmasche, danach rüber in die Gruppe und in die Mitte der Gruppe in das Loch um die Kette herum eine Gruppe häkeln. Aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen. Einen Umschlag und nun ab der Kette, beziehungsweise hier durch die Luftmaschenkette können wir besser von oben zählen, an der Seite direkt in die erste Luftmasche hinter dem Stäbchen einstechen und ein Stäbchen als Abschluss häkeln. Das ist dann die 3. Steigeluftmasche von unten angezählt aus der Vorreihe. Und das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen, wenden, machen einen Umschlag und gehen wieder in die erste Gruppe um die Kette herum und häkeln dort eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, dann rüber in das V, um die Kette herum einstechen und ein V hineinhäkeln aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Eine Luftmasche, nun rüber zu den 4 Stäbchen und aus diesen werden jetzt nur noch 2 gehäkelt. Ins erste Stäbchen ein Stäbchen und ins zweite Stäbchen ein Stäbchen. Danach 3 Luftmaschen und nun in die Mitte der ersten Kette, in die mittlere Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Hier ist wichtig, dass ihr in die Kette einstecht und nicht drumherum häkelt, da sich sonst die Kette verzieht und das Muster, was sich hier in der Mitte bildet, sonst nicht richtig rüberkommt. 3 Luftmaschen, rüber in die nächste Kette, auch dort wieder in die mittlere Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, Umschlag, erstes und zweites Stäbchen freilassen und ins dritte und letzte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche und danach ein V in das V um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Eine Luftmasche rüber zur nächsten Gruppe und um die Kette herum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Und am Ende mit einem Umschlag in die 3. Steigeluftmasche der Vorreihe von unten angezählt
einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen, wenden, machen einen Umschlag und häkeln in die erste Gruppe eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, in das V um die Kette herum einstechen und ein V häkeln aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Eine Luftmasche und nun kommen wieder die Stäbchen. Wir häkeln ins erste Stäbchen ein Stäbchen, ins zweite Stäbchen ein Stäbchen und nun ein drittes Stäbchen in die erste Luftmasche der Kette und einen Umschlag in die zweite Luftmasche der Kette und haben somit aus 2 Stäbchen wieder 4 gemacht. 3 Luftmaschen, in die mittlere Kette, in die mittlere Masche eine feste Masche. Auch hier wieder in die Masche einstechen, damit das Muster schön so bleibt und nichts mehr verrutscht. 3 Luftmaschen, Umschlag und nun in die letzte Kette einmal in die mittlere Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln, in die letzte Luftmasche einstechen und ein Stäbchen häkeln, dann ein Stäbchen ins erste Stäbchen und ein Stäbchen ins zweite Stäbchen und dann haben wir aus 2 Stäbchen wieder 4 gemacht. Eine Luftmasche, rüber ins V, um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, rüber in die Gruppe, um die Kette herum, ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen. Wir haben somit eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen gehäkelt. Am Ende der Reihe einen Umschlag und in die dritte Steigeluftmasche der Vorreihe von unten angezählt, mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen, wenden und häkeln in die erste Gruppe eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, rüber in das V und ein V um die Kette häkeln. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Eine Luftmasche und nun müssen wir aus den 4 Stäbchen 6 machen. Wir häkeln in jedes Stäbchen ein Stäbchen, haben somit unsere 4 und nun kommt das 5. in die erste Luftmasche der Kette und das 6. in die zweite Luftmasche der Kette. Auch hier bitte wieder einstechen, damit nichts verrutscht. Eine Luftmasche, Umschlag und nun in die nächste Kette in die mittlere Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Umschlag in die letzte Luftmasche einstechen und ein Stäbchen häkeln und danach die 4 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Sodass wir auch hier auf dieser Seite aus 4 Stäbchen 6 gemacht haben. Eine Luftmasche, danach in das V um die Kette herum
ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen, eine Luftmasche rüber in die Gruppe, in die Mitte einstechen und eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen häkeln. Und die Reihe wird beendet in der dritten Steigeluftmasche der Vorreihe, indem wir dort mit einem Umschlag einstechen und ein Endstäbchen häkeln. Das war Reihe 5 und das war auch schon der ganze Spuk. Nun wiederholen sich immer Reihe 1 bis 5. Die 6. Reihe ist dann wieder Reihe 1 oder aber Reihe 5, denn die beiden sind gleich, wie ihr seht. Und danach Reihe 2, 3, 4 und wieder 5. 5 wiederholt sich, weil das Reihe 1 ist, und dann wieder 2, 3, 4. Und so wiederholt sich diese Musterpartie und ihr bekommt auf Länge einen wunderschönen Tischläufer.